Oh hey, die Tod der Kunst. Heutzutage sagen viele, dass Kunst, aka Filme, Serien, Videospiele, was auch immer, Entertainment-Kunst mehr oder weniger ein wenig verrotzt. Reboots, Sequels, Revivals, Renewals, was auch immer, verderben mehr oder weniger die originellen Ideen, die man diesen ganzen Stream an Dingen etwa sehen müsste. So viele Legacy-Sequels, dass man die alle nicht etwa zusammensauen kann oder ranken kann. Es ist viel. Und manche werden behaupten, es tötet langsam Mediums wie Film, Videospiele oder sonstiges. Ja, ihr könnt merken, heute reden wir über was ganz Ernstes. Heute habe ich mir eine sehr besondere Sache ausgesucht, um ein wenig Revue zu passieren, ob Kunst wirklich was stört. Die 1960er Jahre waren eine besondere Zeit mit vielen besonderen Dingen. Beatles, die Batman Adam West Serie, Hanna-Barbera und so viel mehr. All diese Dinge haben die Culture von dieser Zeit ein wenig gesaved oder auch ein wenig erweitert. Und wie wahr könnte es nicht etwa sein mit einem kleinen Sci-Fi-Programm namens Doctor Who. Doctor Who hat begonnen mit William Hartnell, wurde aber dann etwa in den 60er Jahren weitergeführt mit Patrick Troughton. Und natürlich, Doctor Who hat sich so weit etabliert, dass es mehr oder weniger ein Medium-Franchise geworden ist, schon in seinen frühen Jahren. Allein schon wegen Dalek Mania oder sonstigen konnte es sich mehr oder weniger einen Namen etablieren in dieser ganzen Branche. Und mit einem neuen Doktor ist es keine Überraschung, dass es auch neue Werbungen gibt. Also reden wir heute über eine sehr besondere Werbung, die Sky Ray Doctor Who Werbung. Und was ist die Bedeutung dieser Werbung? Was hat sie in sich? Ich habe diese Werbung für euch über 16 Mal mir angeschaut und habe meine Meinung mehr oder weniger zusammengereimt. Also haltet euch fest, denn dieses Video wird ein wilder Ritt sein. Part 1. Sky Ray, die Hintergrundgeschichte. Bei der Werbung handelt es sich dabei um eine Werbung, die mehr oder weniger Lollipop Ice Creams mehr oder weniger bewerben will. Oder zumindest meine ich das, ich habe das selbst nicht nachgeguckt. Ich meine, wer möchte das sich etwa nachgucken? Wer braucht es sich nachzugucken? Also ich nicht. Kapitel 2. Identitätskrise. Das könnte ein wenig absurd klingen, aber lasst es mich mal erklären. Die Sky Ray Werbung hat nicht Patrick Troughton in der Rolle als der Doktor, sondern jemand komplett anderes. Und wenn man sich etwa diese Commercial genau anschaut, sehen wir etwa eine Szene, wo ein Dalek etwa den Doktor angreift und er seine Hände vor sein Gesicht hält. Nun, das kann vieles bedeuten. Wollten die verstecken, dass es nicht der richtige Patrick Troughton, der richtige Doctor Who ist? Oder wollten sie was Deeperes sagen? In der Season 4 Story Power of the Dalek sehen wir den zweiten Doktor, wie er mehr oder weniger immer und immer wieder den Doktor erwähnt, aber nie von sich selber redet, sondern von der alten Version, William Hartnells Version. Dieser Doktor war deutlich klamautischer, clownischer und anders als der mehr crime und stoical erste Doktor. Natürlich könnte man behaupten, dass Patrick Troughton den Charakter des Doktors überhaupt nicht verstanden hat. Aber eine interessante Sache ist, dass er mehr oder weniger diese Identitätskrise hat. Möchte er sich etwa abtrennen von seinem vorherigen Ich? Möchte er nicht mehr der Doktor sein? Da ist es dann doch ironisch, dass die ersten Sorgen in seiner Tenure die Daleks sind. Die Sorgen des Doktors in den allerersten 3 Seasons. Was für eine Ironie. Also könnte diese Werbung ein Teil von diesem Character Arc sein, der den zweiten Doktor hatte, dass er eine Identitätskrise hatte, dass er sich nicht etwa wie der richtige Doktor anfühlte. Also es bietet ein Imposter, den Imposter des Doktors hier. Wirklich clever und wirklich ausgeglichen für eine 30-minütige Werbung. Kapitel 3. Werbungen und wie sie heutzutage mehr oder weniger unsere Welt reflektieren. Werbungen reflektieren heutzutage unsere Welt wirklich in vielen Aspekten. Sei es nun Ereignisse oder auch bestimmte andere Dinge. Ich würde behaupten, dass die Sky Ray Werbung mehr oder weniger uns etwas zeigt, wo es für Doctor Who hingehen würde. Das Revival ist sehr anders im Vergleich zu der klassischen Show mit den 26 Seasons. Das Revival ist fast-paced, nicht mehr serialized und deutlich schneller. Und diese Sky Ray Werbung ist eins. Schnell. Die Daleks kommen, der Doktor versteckt sich, bekommt zur Werbung, bekommt sein Kind, bekommt zum Preis. Alles in 30 Minuten. Das könnte für den einen oder anderen sehr überwältigend sein, auch für mich. Aber für mich ist das irgendwie eine clevere Art und Weise, mehr oder weniger zu Foreshadowing, was passieren würde in der Zukunft. Ich meine, das Doctor Who-Theme ist sogar irgendwie ein wenig Gitarrift hier. Und wo ist das passiert auch? Natürlich in den Audiodramas von Big Finish, als auch in der Capaldi-Ära. Also in vielen Aspekten hat Sky Ray mehr oder weniger Modern Who inspiriert. Mehr sogar als, ich weiß auch nicht, Spearhead from Space, Sue Rose oder sonst. Sky Ray ist die erste richtige Verwandlung vom Slow Pace zum Fast Pace in Doctor Who. Kapitel 4. Die Bedeutung des Stovepipe Food. Der Stovepipe Food ist ein ikonisches Accessoire. Wir sehen es leider nicht wirklich in Existent Stories. Immerhin sind alle Episoden, wo der Stovepipe Food dabei ist, missing. BBC, warum hast du den Hut? Aber was ich zu der Bedeutung dieses Stovepipe Food sagen kann, es gibt keine Bedeutung hinter dem Stovepipe Food. Kapitel, ich weiß auch nicht mehr. Das Ende. Um das alles mal zusammenzufassen, diese Werbung könnte für den einen oder anderen sehr schrill wirken und sehr absurd wirken. Interpretierst du etwas zu viel in diese dumme Werbung in den 60s, die vielleicht nur einmal gedacht worden ist zu viewen und nicht 16 Mal hintereinander? Vermutlich.
Vermutlich bin ich verrückt, aber vermutlich liegt hier was Besonderes hinter sich. Ich meine, ihr habt dieses ganze Video euch angeschaut. Seid ihr vielleicht verrückt? Natürlich, am Ende des Tages ist diese Werbung ein gutes Beispiel dafür, was Kunst sein kann. Kunst kann so kurz sein wie eine 30-sekundige Werbung. Und dennoch reden wir über diese Kunst all diese Jahre später. Dennoch versuchen wir, den Sinn der Kunst zu verstehen, was hinter dieser Sache steckt, was die Interpretationen sind und was die tiefere Bedeutung von diesem Ganzen ist. Ich weiß nicht, was die Skyray Doctor Who Werbung bedeutet, aber ich weiß eins. Am Ende des Tages beweist es einfach nur, wie stark Kunst auch all die Jahre sein kann. Nachdem Pablo Picasso verstorben ist, reden wir immer noch über seine Malereien. Nachdem so ein Regisseur wie Stanley Kubrick verstorben ist, reden wir immer noch über seine Filme wie The Shining und so weiter. Kunst überlebt einiges. Und selbst diese absurden, dummen, vielleicht nicht aussagenden Werbungen können so viel mehr sein als das. Sie sind mehr als Werbungen. Am Ende sind sie auch Kunst. Und ich bedanke mich für alle, die meine PowerPoint-Präsentation zu Doctor Who Skyray sich angeschaut haben. Bitte vergesst nicht etwa dieses Video zu liken und einen Kommentar dazu lassen. Und wir sehen uns bis dann weiter. Hören uns beim nächsten Mal. Euer Präsentations-PowerPoint-Typ oder so ähnlich. Bitte schaut Skyray. Es ist etwa in der Videobeschreibung verlinkt.